Diese Marke kennt kein Downsizing. Pure V12 Power haben wir hier beim neuen S-Martin Vanquish am Start. 835 PS, 1000 Newtonmeter und wir werden im heutigen Video auf Herz und Nieren testen, was hier der neue S-Martin Vanquish kann. Abfahrt! Leute, wir sitzen im neuen Aston Martin Vanquish. Pure V12 Power, 5,2 Liter pure V12 Power, kein Downsizing, keine Elektropower. Das Einzige, was wir hier am Start haben, ist ein elektronisches Sperrdifferential, was in 135 Millisekunden auf und wieder zumacht, um hier wirklich die Spreizung zwischen Komfort und Sportlichkeit hinzubekommen. Und Leute, ich dachte ja, dass ja hier der neue Aston Martin Vantage schon Next Level ist. Aber ich sage euch eins, wir befinden uns nämlich jetzt hier auf einer schönen Strecke. Und bevor wir euch hier das Auto in Ruhe von außen zeigen, werden wir jetzt hier erstmal gleich gemeinsam eine schöne Strecke fahren. Und dass das Fahrzeug extrem komfortabel kann, haben wir die letzte halbe Stunde festgestellt. Also das ist wirklich ultimativ. Aber wir gehen jetzt hier aus dem GT-Modus raus, rüber in Sport und auch nicht in Sport, sondern eben hier in Sport Plus. So, und dann zusätzlich drücken wir hier so eine schöne Taste und dann zeigt er hier auch schon an, Traction Control ist bei 5. Wir wollen das natürlich komplett ausmachen, oder Robert? Ja, du willst das, ich will eigentlich chillen. So, und jetzt würde ich sagen, reißen wir auf, Okay. oder? Boah, ich hab so Schiss, Mann. Wieso, Robert, was ist da los? Ich kenn dich einfach. Ich kenn dich halt einfach. Du musst sogar überlegen, Robert, wir haben hier eine sogenannte Funktion Corner Braking am Start. Bedeutet, das sorgt für mehr Stabilität beim Anbremsen fürs Heck. Okay. Aber es geht ja jetzt wirklich darum, Leute, 835 PS, 1000 Newtonmeter. Und wir werden jetzt gemeinsam einfach mal so ein bisschen Spaß haben, oder Robert? Was meinst du? So, wir gehen hier noch kurz in manuell. Also es ist wirklich ultimativ, wenn du hier schaust, im dritten Gang und jetzt bei 3000 Touren. Alter. Das ist sowas von völlig verrückt. Alter. Und hier haben wir keine Elektropower am Start. Und das ist so faszinierend. Alter, was du hier Drehmoment am Start hast, untenrum schon. Alter, das ist krank. Du merkst einfach durch dieses Sperrdifferential, diese Agilität, die du hier am Start hast, Warte, das Mikrofon weg. wie das halt in 135 Millisekunden öffnet und schließt, um wirklich hier für Traktion und Agilität zu sorgen. Aber wir haben natürlich hier komplett alles. Oh mein Gott. Robert, was ist da los? Alter, das ist schnell. Also wirklich, ich dachte ja, Vantage ist schon wirklich komplett. Oh. Alter. Hör mir auf, Mann. Hör mir auf. Digga. Alter. Ich kann nicht mehr. Junge, was ist denn hier? Alter. Also der hängt schon echt gut am Gas. Das Ding hängt am Alter. Gas, das ist total. Leute, ihr müsst mal überlegen, nicht einmal 1800 Kilo haben wir hier am Start. Dieser Sound! Wie kann das so am Gas hängen? Das ist doch ultimativ. Der Sound, Alter. der Motor, die Beschleunigung, alles. Was zum Teufel ist das? Und wir haben halt 2024. Was zum Teufel? Und Leute, und jetzt gehst du hier in den GT-Modus, gehst in Automatik, hier schönes 8-Gang-Automatikgetriebe Das ist tiefenentspannt. und du fährst dahin. So Leute, kurze Unterbrechung, dann wir kommen zum Partner des heutigen Videos. Und zwar, wir fahren ja gerade mit dem schönen 835 PS Monster den Berg hoch. Und dazu erstellen wir natürlich die Aufnahmen hier mit Insta360, mitunter hier mit der X4 Kamera, mit welcher man bis zu 8K filmen kann und das Ganze im 360-Grad-Winkel. Und die haben wir hinten einmal montiert für die Außenaufnahmen, zusätzlich auch für die Außenaufnahmen dazu hier die Insta360 Ace
Pro-Kamera, die auch mit bis zu 8K filmen kann. Und dann mein absoluter Favorit, welche ich für die POV-Aufnahmen benutze, ist hier die Insta360 Go 3S Kamera. Wir können hier uns alles über das Case einstellen und dann haben wir sie hier, die Kamera. So klein und handlich ist sie. Einmal hier oben befestigen und dann können wir hier richtig gute POV-Aufnahmen erstellen. Für die Leute, die mehr zu Insta360 erfahren wollen, der Link ist in der Videobeschreibung. Checkt es ab. Es gibt auch zusätzlich noch meinen eigenen Link mit dazu, wo ihr entsprechend Rabatt bekommt. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's weiter und jetzt reißen wir hier schon mit den 1000 Newtonmeter auf. Und es ist völlig tief entspannt und Leute, das bekommt Aston Martin so gut hin wie keine andere Marke. Das ist beim DB12 schon so extrem gewesen. Beim Vantage, den ich ja jetzt schon seit mehreren Wochen fahre, habe ich ja schon auf Instagram gesagt, für mich momentan wirklich der beste Daily. Aber jetzt das hier, das ist einfach nur verrückt, diese Spreizung zwischen wirklich diesem Komfort, diese Agilität. Du kannst mit dem Fahrzeug so gut in den Kurven fahren, bist so zügig unterwegs und jetzt auf der anderen Seite ESP komplett außen. Du hast einen Fahrspaß. Und hier kennt Aston Martin 0,0 Downsizing. 5,2 Liter V12 Biturbo Power, Leute. 835 PS und 1000 Newtonmeter. Wie geil ist das bitte? Wir brauchen überhaupt nicht reden, Leute. Dieses Fahrzeug hier beginnt erst bei 385.000 Euro. Ein Aston Martin Vantage kostet 200.000 Euro. Aber jetzt überlegt mal, wir können die Fahrzeuge nicht miteinander vergleichen, denn es ist was komplett anderes. Hier, diesen neuen Vanquish, vergleichst du mit einem 812 Superfast, mit einem Lamborghini Revuelto. Es ist crazy, dass das einfach ein neues Auto auf den Markt kommt mit einem V12. Das ist einfach das Geilste, was es gibt. Ja, und Robert, dieser Motor wurde ja komplett überarbeitet. Ja. Bedeutet schon vom Block auf, Leute, haben wir hier einen komplett überarbeiteten Motor. Pleuel, Köpfe, das ist der Wahnsinn, was hier Aufwand in diesen neuen Vanquish reingesteckt worden ist. Wir brauchen nicht reden, ein Revuelto ist ein anderes Konzept, aber wir sind halt auch preislich nochmal in einer ganz anderen Liga bei einem Revuelto. Ja, wir reden von 600.000 Euro, hier geht es bei 385.000 Euro los, was auch eine brutale Ansage ist. Aber für mich gefühlt vom Ansprechverhalten, gut, ich bin jetzt bisher noch kein Revuelto gefahren, wo es funktioniert hat, aber hier wirklich, sag ich mal jetzt hier, zweiter Gang bei 3000 Touren, so. Wie ist das möglich? Und es geht halt alles aufs Heck und es geht alles aber auch auf die Straße. Ja, und normalerweise kennst du so eine Traktion mittlerweile nur noch durch die Hybridfahrzeuge, wo du einfach diesen zusätzlichen Punch hast. Aber das haben wir hier nicht, Leute. Das haben wir hier nicht. Es ist einfach so geil. So, ich würde aber sagen, Robert, wir schauen uns jetzt mal den neuen Vanquish von außen an, oder? Auf jeden Fall. Steigen wir uns raus. So Leute, dann schauen wir uns mal kurz hier den neuen Vanquish von außen an und man stellt direkt fest, was für ein brutal elegantes, sportliches, aber auch langes und breites Fahrzeug. Also DB12 Vantage sind unglaublich schön, unglaublich sportlich, aber hier merkst du einfach nochmal, Vanquish ist nochmal Next Level. Und das natürlich in Verbindung, was hier darunter steckt, der schöne 5,2 Liter V12 Biturbomotor, der jetzt 835 PS leistet und 1000 Newtonmeter. Und ich meine, der Motor wurde von Aston Martin ja komplett überarbeitet. Ja? Das heißt, angefangen von einem kompletten neuen Block, neue Köpfe, Nockenwellen, Pleuel. Also es wurde hier extrem viel Hand angelegt. Das Ding hängt am Gas bis zum geht nicht mehr. Aber dann natürlich wirklich diese Spreizung zwischen Komfort und Sportlichkeit. Und wenn wir uns das Ganze mal wirklich hier von der Seite anschauen, Robert, komm mal hier rüber. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, wie sexy das Ganze gemacht ist bei der Motorhaube. Dieses komplette Carbon, ja. Generell vom Gewicht muss man ja auch sagen, wir sprechen ja hier von nicht einmal 1800 Kilo. Ich glaube, es sind, um genau zu sein, 1774 Kilo. Carbon-Keramikbremsen sind serienmäßig am Start. Aber es ist halt einfach so extrem sexy. Der Radstand ist um knapp 8 cm gewachsen gegenüber einem DB12. Generell ist das Fahrzeug 16 cm länger und 6 cm breiter und auf der anderen Seite tiefer. Und genau, Leute, das macht hier den Vanquish aus, warum er einfach nochmal
nochmal extrem eleganter und sportlicher wirkt. Einfach durch die Länge. Und wenn du dann hier nach hinten gehst, ja, wie das hier komplett lang gezogen ist, in Verbindung hier mit dem Carbondach, auch hier komplett Seitenschwelle, alles schön in Carbon und dann gehst du nach hinten. Und ich finde, da kommen wir meiner Meinung nach zum schönsten Part und hier wirklich dann dieses Cam-Heck angelehnt. Und das ist ja inspiriert von früher, nämlich an die 1960er Jahre, DP212, DP214 und DP215, die bei der Le Mans teilgenommen haben. Und darin ist hier das komplette Heck inspiriert und vor allem diese kleinen Details, Leute, hier. Das erinnert natürlich sehr an den Valkyrie, diese Rückleuchten. Und dann hast du hier das komplett schön in Carbon gezogen, der komplette Diffusor in Carbon und dann natürlich hier die Abgasanlage, wie sexy das aussieht. Optional übrigens, Leute, gibt es die Abgasanlage auch komplett aus Titan. Ja, Robert, komm, stell dich mal bitte genau hier hin und jetzt zieht euch das mal rein. Also Leute, man muss das wirklich live auf sich wirken lassen, weil dann merkst du hier wirklich erstmal die Elegantheit, die Schönheit und die Sportlichkeit. Das wirkt einfach so extrem brachial. Natürlich jetzt in Verbindung mit der Lackierung kommt das Carbon natürlich jetzt nicht so extrem zur Geltung. Ich finde es einfach so ein ultra schönes Fahrzeug. Allein hier diese breiten Backen. Also es gibt für mich hier nichts, wo ich sage, das gefällt mir nicht. Also ich weiß nicht, Leute, kommentiert mal gerne drunter, was gefällt euch, was würde euch jetzt hier an dem Fahrzeug nicht gefallen? Also ich sehe da nichts. Robert, für dich? Es sieht einfach brachial aus, ohne Schmarrn. Es ist unfassbar klar, Leute. Wir dürfen nicht vergessen, preislich, ja. 385.000 Euro, ja. Wenn man mal überlegt, der Vantage, der geht bei 200.000 Euro los, DB12 bei 220.000 Euro, ja. Das heißt, du bist hier halt natürlich preislich in einer komplett anderen Liga. Aber ich sage auch, man darf die Autos nicht miteinander vergleichen, weil natürlich schon angefangen vom Motor. Wir haben hier brachiale V12 Power am Start und das, Leute, das ist ja genau das Thema. Wir haben hier keine Elektropower oder irgendwas am Start, sondern pure V12 Power, ja. Und du kannst natürlich auch noch einen Haufen ausstatten. Das heißt, ja, preislich geht hier natürlich noch einiges, weil ich meine, das ist ja gerade mal hier Grundausstand. Robert, was hast du denn hier schon wieder mit der Wasserflasche gemacht? Sag mal, ja? Hast du schon wieder einen Durst oder wie? Klar. So, und jetzt haben wir hier Thema Innenraum. Du merkst halt, es ist einfach alles noch mal breiter als hier der DB12, als der Vantage. Es ist extrem sauber aufgeräumt. Wir kennen das ja hier, das komplett neue Infotainment-System von Aston Martin. Also komplett hier Next Level. Schön das Ganze in Verbindung mit Carbon, egal wo du hinschaust. Und du kannst ja hier auch wirklich alles ausstatten. Also du kannst dir das Auto so beliebig konfigurieren, wie du möchtest. Einfach so ein schönes Fahrzeug, oder Robert? Voll. So, ich würde aber jetzt sagen, wir steigen jetzt noch mal kurz ein und jetzt reißen wir noch mal kurz auf, oder? Ja, okay. Auf geht's!